Das muss richtig gerumst haben hier. Das ist schon eine Frechheit, das nicht zu sagen. Kriegen die so nicht verkauft. Ein Stück. Ja, jetzt stark. So, Freunde. Genau, Domi ist ja sowieso ein Sitzriese. So, Freunde, neue Bootssuche. Wir suchen nach einer schicken Decksalonjacht für um die 100.000 Euro. Und wir starten direkt mit einem ziemlichen Kracher, im wahrsten Sinne des Wortes. War. Und warum Kracher? Weil die Jeannot Sun Odyssey 40 DS, die wir uns angeschaut haben, die hatte eine Grundberührung. Es war ein bisschen dran rumgefuscht worden, vielleicht so, dass man es nicht erkennen kann. Wir haben es natürlich gesehen, ja, war sogar recht offensichtlich. War offensichtlich und war ein echter Schaden. Also ein echter Schaden. Willst du nochmal sagen? Ein echter Schaden. Und wie dieser echte Schaden genau aussieht, nach einer Grundberührung mit einem Großserienschiff wie die Jeannot, das zeigen wir euch heute. Los geht's! So, ein bisschen Kontext. Die Nadine und der Alex, die übrigens nicht gezeigt werden wollen, was auch kein Problem ist, die hatten bis dato noch keine großartige Erfahrung mit Booten. Sie waren allerdings sehr angetan von dem Konzept Decksalon, um es innen schön hell zu haben und rausschauen zu können, also die üblichen Motive, wenn es um Decksalon geht. Das heißt, wir haben einfach mal das erstbeste Schiff angeschaut, was ohne großen Aufwand zu erreichen war, einfach um zu schauen, ob Größe und Aufteilung passt und gefällt. Diese Jeannot hier war sogar deutlich günstiger als andere ihres Typs und ja, man sieht eigentlich sofort, woran das liegt. Hier sieht man echt, dass es an der Stelle hat es hochgedrückt und da hat es das ganze Ding hier hochgeschoben. Das ist krass, ne? Wenn man einen Grundberührer hat, dann drückt es quasi, wenn man vorwärts auf ein Hindernis drauf fährt, den Kiel zieht es ja vorne runter und hinten drückt es den ins Laminat quasi in den Rumpf rein. Und hier hinten, das ist das Hinterstück, das hat es reingedrückt und dabei hat es das komplett die ganze Wrange mit hochgeschoben und hat das Boot verformt, sodass es hier hochgeht und dann wieder runter. Und hat es bei die ganzen Schränke hier mit verzogen. Das hat hochgedrückt hier, dadurch ist das hochgekommen, das ist normal geblieben und deswegen hat es das komplett verschoben, das Ding. Na, hier sieht man das auch. Hier ist es, das hat es quasi hier hochgeschoben und dadurch ist das aufgerissen, weil es hochgedrückt wurde sozusagen. Komplett. Das muss richtig gerumst haben hier. Das ist schon eine Frechheit, das nicht zu sagen. Hier ist auch gebrochen, ne? Das Holz hier drin. Ja, ne, es hat es hochgeknallt hier, ja. Genau. Hier ist das Holz auch komplett gerissen, weil es das hier einfach mit einem wahnsinnigen Kraft hochgedrückt hat. Das Problem dabei ist natürlich, dass ich die Wrange sozusagen vom Rumpf delaminieren kann. Dann kann es halt passieren, dass eventuell der Kiel abfällt, beziehungsweise das Schiff undicht wird. Ja. Und das ist dann schon ein echt großes Problem. Also das Thema, was die hier haben mit dem Schiff, kriegen die so nicht verkauft. Der Rumpf ist, ich will nicht sagen hinüber, aber stark beschädigt. Also eigentlich gefällt Nadine und Alex das Schiff doch ganz gut, so von der Aufteilung her. Allerdings macht es nicht wirklich Sinn, überhaupt ein Angebot abzugeben, denn den Aufwand, diesen Schaden zu beheben, der ist gar nicht mal so klein. Das Problem ist, dass das Laminat quasi verformt ist. Und das Schiff steht ja auf dem Kiel drauf. Ne? Du müsstest es quasi jetzt in Schlaufen hängen, sodass es nicht auf dem Kiel drauf steht. Weil jetzt im Moment steht es auf dem Kiel drauf und dann drückst du natürlich den Kiel jetzt nach innen. Da könntest du gar nichts machen, das kannst du jetzt gar nicht reparieren irgendwie. Normalerweise müsstest du jetzt das Ding in Schlaufen hängen, da musst du rein, Kiel abmachen und dann musst du alles neu laminieren hier. Das muss komplett neu laminiert werden. Das ist ein Riesenaufwand. Stell wieder zu, das Elend. Also, dieses Schiff wird es definitiv mal nicht werden. Aber die Besichtigung hat geholfen, die Kriterien der beiden fester zu ziehen. Und schon in der übernächsten Folge begutachten wir den absoluten Volltreffer für die beiden. Neben den bloßen Kriterien, mit denen wir auf die Suche gehen für unsere Kunden, haben wir immer noch so ein Gefühl, wie so einen sechsten Sinn. Ne? Inwiefern passt dieses Boot zu den Käufern?
Und da hat einfach, wie wir finden, wirklich alles gepasst. Das ist wie so Deckel auf Topf, oder wie man sagt. War es ein super schönes Schiff. Genau. Wir sehen uns wieder in ein paar Tagen und da wird es ganz besonders spannend, denn die 25-jährige Annika, die möchte solo um die Welt segeln und sucht dafür das richtige Schiff. Die Aufgabe ist allerdings gar nicht so einfach, denn das Budget liegt bei 35.000 €. Ob wir das schaffen, siehst du in der nächsten Folge Bootsprofis, die kommt dann schon in 3 Tagen schon. Also wenn du das nicht verpassen willst, schalt wieder ein. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao, ciao.